Ja, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion heute Nachmittag. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben. Wir haben jetzt ungefähr 100 Teilnehmer online. Wahrscheinlich werden noch ein paar dazustoßen, aber wir fangen jetzt schon mal mit einer kleinen Vorstellung an. Vielleicht als Vorab-Info, wenn Sie Fragen stellen möchten, dann immer gerne, wir freuen uns. Bitte einfach dazu das rechte Q&A-Chat-Fenster nehmen, das sollten Sie sehen, ansonsten gerne mal kurz Bescheid geben. Wir schauen natürlich, dass wir auf alle Fragen eingehen können. Vielleicht können wir die ein oder andere nicht berücksichtigen, würden dann aber einfach im Nachhinein uns dazu mit Ihnen nochmal austauschen und würden auch versuchen, dass wir von unseren Gästen Statements dazu einholen können. So, aber jetzt erstmal genug der Vorrede. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere 3 Ehrengäste und Redner heute begrüßen können. Und eigentlich ist ja gar keine Vorstellung mehr notwendig. Linus, Markus und Wolf, bekannt aus Funk und Fernsehen, aus Wikipedia-Artikeln und dem ein oder anderen YouTube-Video. Ganz kurz deshalb nur, Linus Neumann, bestimmt Deutschlands berühmtester und bekanntester Hacker und kürzlich auch wieder sehr prominent vertreten in der Diskussion und auch in der Kritik zum ersten und zweiten IT-Sicherheitsgesetz oder auch zum Unsicherheitsgesetz, hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Also Linus, vielen herzlichen Dank dir, dass du heute dabei bist. Und dann haben wir den Markus Kriegel, Chief Digital Officer, Group CDO von Hereus. Hereus mit 40 Standorten weltweit, 15.000 Mitarbeitern, da verantwortlich für die weltweite digitale Transformation, also richtig dickes Brett. Und Markus, auch dir vielen herzlichen Dank dafür, dass wir dich heute dabei haben. Last but not least, Wolf Richter, Mr. Cybersecurity bei McKinsey, also Erfahrung mit mehreren 100 Klienten weltweit, wirklich toll. Wolf, vielen Dank dir auch schon mal, dass du heute dabei sein kannst. So, jetzt aber genug der Vorrede, ab in Media Res. Ja, wir haben mal ein paar Zahlen mitgebracht, einfach als Einstieg. Dürfte, glaube ich, niemand überraschen, der heute dabei ist. Liest man auch ständig in der Zeitung. Cyberangriffe nehmen ständig zu und alle Prognosen sagen, ja, die werden auch weiter zunehmen. Ich glaube, was vielleicht ein bisschen interessanter ist, es sind eben nicht nur Uranzentrifugen im Iran oder irgendwelche Benzinpipelines in den USA, die angegriffen werden, sondern durchaus auch mittelständische Unternehmen. Und es ist eben auch so, dass mehr als die Hälfte der Angriffe inzwischen auch schon zu Betriebsunterbrechungen oder eben Produktionsausfällen führen. So, und Linus, das bringt uns vielleicht zur Eingangsfrage. Wie siehst du das Thema für mittelständische Unternehmen? Was sind denn da eigentlich so die wesentlichen Herausforderungen im Bereich Cybersecurity? Mittelständische Unternehmen haben ja üblicherweise die Falle, dass sie irgendwie vor sich hingewachsen sind und genau diese Situation nicht haben, dass es eine verantwortliche Rolle und eine in der Organisation verankerte IT-Sicherheit gibt. Es gibt meistens gar nicht so wirklich eine, nicht das, was wir vielleicht aus unserer Perspektive überhaupt Organisation nennen würden. Das heißt, man hat da erstmal eine fehlende Kompetenz, eine fehlende Transparenz auch in dem, was man überhaupt machen möchte. Und irgendwie eine historisch gewachsene Infrastruktur. Die wurde von unterschiedlichen Leuten da irgendwann mal hingestellt. Und man hat keinen Eindruck davon, was tatsächlich das individuelle Bedrohungsszenario ist. Also, was ich immer wieder feststelle im Gespräch mit Privatpersonen, mit kleinen mittelständischen Unternehmen oder auch mit größeren ist, dass man einfach nicht weiß, was sind denn die Angreifer, was machen die und was können die mit meinem Unternehmen machen? Warum haben die es auf mich abgesehen? Es gibt meistens irgendwie so diese Perspektive, ja, warum sollte mich überhaupt jemand hacken? Ich habe doch nichts, ne? Die hacken doch lieber Banken. Aber natürlich ist die Motivation der Angreifer nicht unbedingt zu schaden. Also die greifen nicht an, um zu schaden, sondern die greifen an, um sich selber zu bereichern. Und das geht halt dadurch, dass man den Schaden des Unternehmens billigend in Kauf nimmt oder damit droht. Und dieses Verständnis zu erlangen, wie man mit den limitierten Ressourcen sich gegen die realistischen Bedrohungsszenarien wehrt, das ist, glaube ich, das, was den Unternehmen fehlt. Markus, bei sozusagen dir, du kommst ja wirklich aus der Praxis und wir sehen ja besonders auch im verarbeitenden Gewerbe, wie man so schön sagt, also Produktion und Logistik, eine immer stärkere Vernetzung, die es früher eigentlich nicht gegeben hat. Und das betrifft dann eben beispielsweise auch ältere Maschinen und Anlagen. Was sind denn da so aus deiner Sicht die wesentlichen Herausforderungen? Was siehst du vielleicht auch in deinem Arbeitsalltag so?
Ja, also ich glaube, man muss da wirklich mal unterscheiden. Es gibt ja die IT, die ja historisch gesehen sehr gut aufgestellt ist, auch was Standards betrifft, was Lösungen betrifft, auch in der Organisation häufig verankert und auch im Office-Bereich, wo ja Security schon ein standardisiertes Thema de facto ist. Und wenn wir jetzt in die Produktion reingucken und in den OT-Bereich, also überall dort, wo Produktionsmaschinen, Anlagen irgendwie laufen und in einem Netzwerk hängen und jetzt mit IoT natürlich auch ins Internet, sagen wir mal, ihre Daten senden, dann stellen wir natürlich fest, dass wir eine Landschaft vorfinden, die historisch vor 20, 30, 40 Jahren, gerade bei älteren Maschinen, gar nie dazu gedacht war, dass die jemals mit der Außenwelt sprechen. Und so sieht erstmal auch die Architektur systemtechnisch aus. Ja, das ist das eine. Das andere ist, wie auch eingangs richtig gesagt, natürlich auch häufig der Fall, dass gerade dieser Bereich auch organisatorisch und in seinen Regeln gewachsen ist und auch das Bewusstsein im Sinne von, welche Regeln, welche Verantwortlichkeiten gibt es denn überhaupt und was ist zu beachten, nicht so stark ausgebildet ist, wie es wichtig ist und wie es sein sollte. Ich glaube, aktuell wird das Bewusstsein größer bei allen Unternehmen. Man muss sich da, glaube ich, auch als Unternehmen wirklich darauf einlassen und erstmal auch Bewusstsein schaffen. Ja, und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wie ich da schon auch gut und in schneller Zeit oder absehbarer Zeit einen sauberen oder relativ guten Stand auch als Produktionsunternehmen erreichen kann. Ja. Und wie gesagt, da kann man erstens im ersten Schritt seinen Altbestand verstehen und absichern und dann in einem zweiten Ansatz auch, sagen wir mal, in zukunftsorientierte Ansätze auch noch weiter investieren, wenn das für einen aus der Risikoanalyse relevant ist und auch nicht. Sag mal, Wolf, du hast ja einen sehr guten Überblick über sehr viele Unternehmen auch. Wenn man sich jetzt als Geschäftsführer eines Unternehmens, vielleicht im Mittelstand, gehobener Mittelstand, vielleicht auch kleineres Unternehmen, wenn man sich da entschieden hat, okay, ich möchte jetzt wirklich mehr tun im Bereich Cybersecurity, ich möchte mehr investieren, was sind da deiner Erfahrung nach die wesentlichen Herausforderungen, also ein paar ganz konkrete Themen? Also zunächst einmal von der Marktperspektive ist der Markt nach wie vor sehr fragmentiert. Das stellt halt gerade den Erstkäufer vor eine ganz große Herausforderung, erstmal herauszufinden, wer von den vielen Boutique-Firmen da draußen eigentlich die richtigen Angebote hat. Wir erleben zum Beispiel, dass es sehr viele Spezialisten gibt, die sich halt auf die Identifikation von Vulnerabilities fokussieren, die allerdings selber keine Remediation, keine Beseitigung von den Schwachstellen anbieten. Dann gibt es ja wiederum welche, die sehr gut im Bereich Monitoring sind oder, wie Markus Kriegel das ja eben schon angesprochen hat, gerade im OT-Umfeld, also im Produktionsumfeld, die dann wirklich für bestimmte Maschinen, also für Siemens-Aggregate oder für Schneider Electric-Aggregate dann die entsprechenden Experten sind, aber halt gerade nicht die ganze Bandbreite abbilden können. Ne? Und sich in dem Sammelsurium überhaupt erstmal zu orientieren und zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich, ist schon mal die erste Herausforderung. Dazu kommt natürlich das Zweite, diese systematische Risikoanalyse oder das Risikomodell, wie es halt viele große Unternehmen oder viele Reifekäufer dann haben ja gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen und vor allen Dingen, wenn sie sich mit dem Thema anfangen zu beschäftigen, noch nicht. Die wissen, da kann was passieren, weil jemandem anderen in der Branche ist es passiert, weil es stand in der Zeitung. Aber das quasi für sich zu übersetzen, wer ist denn da eigentlich und wie kann er denn potenziell in das Unternehmen reinkommen, wäre ja schon mal der erste Schritt, um dann zu überlegen, welche Spezialisten brauche ich für die einzelnen Bereiche. Und dann kommt der dritte Aspekt. Aus der Sicht der Anbieter ist es natürlich auch erstmal schwierig, gerade mit frühen oder noch nicht erfahrenen Kunden sich auseinanderzusetzen, weil man denen ja sehr häufig erstmal erklären muss, worauf sie überhaupt achten müssen. Ja, also quasi, das ist ja ein Bereich, wo ja auch der Verkäufer quasi den potenziellen Käufer erstmal schulen muss, ob die Skills, die man selber jetzt als Cyberboutique anbietet, überhaupt die richtigen sind. Auch da habe ich schon viele Frustrationen gehört. Linus, vielleicht kannst du doch aus deiner eigenen Erfahrung noch mal ein bisschen was sagen, wie das quasi, also wie aufwendig das halt auch ist, quasi seine Kunden erstmal so weit zu educaten, denen quasi mit denen zu verhandeln, ob man selber überhaupt die richtigen Skills anbietet und dann vielleicht sogar sie dann an den nächsten Kollegen weitergeben zu müssen. Das heißt also, es ist wirklich im Moment noch eine auf beiden Seiten relativ fragmentierte und von viel Informationsasymmetrie und Unerfahrenheit charakterisiertes Marktumfeld. Ja, dem kann ich absolut zustimmen, zumal ja jede kleine Anbieterin, wie ich das ja jetzt beispielsweise auch wäre,
natürlich ihre spezifischen Bereiche hat. Und nur weil ich in dem einen Unternehmen mit dem Herstellen eines Controllers was Besonderes geleistet habe, heißt das ja nicht, dass ich dem anderen Unternehmen mit seiner Produktionsstraße helfen kann. Und natürlich ist da sehr viel in dem Bereich zu empfehlen, also sehr viel Vertrauen aufzubauen. Und ja, du nennst das Boutique-Anbieterin, das finde ich auch einen sehr guten Begriff, weil man natürlich auch erkennt, dass die großen Security-Lösungen eben von der Stange sind und dem individuellen Anspruch der Unternehmen selten gerecht werden. Und wenn ich was dazu sagen darf, das Thema Vertrauen ist gerade im Teamumfeld extrem wichtig für den Kunden. Ja, also woher weiß ich, dass die Lösung, die mir hier angeboten wird, wirklich auf mein Problem zutrifft oder auch tatsächlich den Root Cause vielleicht auch beseitigt. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz relevanter Punkt, dass man da jemanden hat, entweder in-house oder auch einen sehr vertrauten Externen, der einen da begleitet, weil das ist wirklich, wenn du mit vielen Anbietern sprichst, auch in anderen Bereichen ist es erstmal so, dass ganz viele sagen, ja, wir können eh alles und hier sind die schönen Werbeslides und dann suchst du mal aus und alles ist gut, wenn du mit uns das machst. Und was ich persönlich schätze, ist es, wenn ich frage, was können Sie denn nicht, und dann auch eine ehrliche Antwort kommt. Ja. Und Linus, sag mal, wir haben ja so ein bisschen auch schon das Thema Produktion angesprochen. Das würde später, wollen wir es noch ein bisschen vertiefen. Jetzt vor dem Hintergrund deiner Erfahrung, du hast ja auch einen super Überblick über das ganze Thema Pentesting, Ethical Hacking und so weiter. Ist es eigentlich so, dass Produktionsunternehmen eher einfacher anzugreifen sind oder nimmt sich das nicht viel? Also Produktionsunternehmen würde ich so nicht sagen, Produktionsanlagen. Und das hat einfach was mit der Gewichtung der Schutzziele zu tun. Das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können, aus gutem Grund, ist, dass diese Produktion stillsteht. Das heißt, wenn das Ding einmal irgendwie am Laufen ist, dann wird das nur noch mit sehr vorsichtigen Samthandschuhen angefasst und quasi man kommt halt in diese Situationen, dass man jetzt nicht jedes Update fahren möchte und das läuft gerade so gut. Und letztes Mal, als wir ein Update gemacht haben, hatten wir einen halben Tag Produktionsausfall. Das musste ich erklären. Das heißt, man macht hier natürlich die Trade-offs in Richtung Stabilität. Und diese Stabilität wird aber häufig falsch verstanden. Und wenn man sich dann solche Angriffe wie WannaCry oder sowas anschaut, da sind ja genau Produktionseinrichtungen und ja sogenannte Nischenbereiche, Nischensoftware betroffen gewesen, wo man sieht, hier, das betreiben wenige Menschen auf dieser Welt, da sind alle sehr vorsichtig, das rühren wir nicht an. Und diese Misskonzeption von IT-Sicherheit, die sieht man natürlich im Bereich der Produktion häufiger. Und die ist, wenn ich dann das noch hinzufügen darf, leider nicht, oder sie wird falsch gelebt, weil wenn ich eine Produktionsstraße habe, also im Prinzip ja eine Gelddruckmaschine, und da rasiert eine Ransomware durch und ich bin nicht in der Lage, die in kürzester Zeit wieder in Betrieb zu bringen, dann stehe ich natürlich ziemlich blöd da. Gleichzeitig wäre es eine relativ einfache Vorsorge gewesen, sich auf diesen Vorfall vorzubereiten. Und das ist so ein bisschen der Blindflug, den ich sehe, dass man sich selten darüber Gedanken macht, welche Risiken habe ich eigentlich und wie kann ich denen begegnen, wenn sie sich manifestieren. Also man will ja nicht nur präventiv arbeiten und hoffen, dass nie etwas passiert. Also diejenigen, die das machen, die werden ja leider dann irgendwann immer eines Besseren belehrt. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, das Thema, wenn mal was passiert. Da haben wir nämlich eine, finde ich, interessante Statistik. Also auch da wieder nicht so überraschend, ne? Der Markt geht durch die Decke, ist ja eigentlich klar. Da gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen im Publikum, der davon ein Lied singen und sein Leid klagen kann. Die Prämien vervielfachen sich gerade zurzeit. Ja, woran liegt es natürlich? Weil die Schadenszahlungen auch einfach deutlich höher sind als erwartet. Naja, und das Ganze ist ja eigentlich nur ein Symptom. Und IT-Sicherheit ist natürlich eigentlich ja kein Selbstzweck. Und das heißt, die Frage ist einfach, okay, wie geben wir unser Budget aus? Wie können wir das ganz zielgerichtet machen? Zauberwort dabei ist wahrscheinlich Priorisierung. Und bei Priorisierung, da helfen uns ja normalerweise Berater. Da denke ich an dich, Wolf. Wolf, wo liegt denn eigentlich so die Herausforderung bei einer effizienten Ressourcenverwendung im Bereich Cybersicherheit? Oder vielleicht nicht ganz so verschnörkelt ausgedrückt, wie kriege ich am meisten Bang for the Buck? Wie kriege ich am meisten Sicherheit für mein Budget?
Das hängt ja immer davon ab, wo man auf der Reifekurve steht und auch wie viele Ressourcen man zur Verfügung hat. Ne? Unsere klassische Antwort für die großen Unternehmen wäre halt, machen jetzt ein Risikoassessment. Markus hat das ja eben auch schon beschrieben. Einfach mal überlegen, welche Angreifer gibt es, wie viel hoch ist die Value at Stake, wie weit könnten die Schäden dann im Netzwerk sich weiter ausbreiten. Aber das ist natürlich ein Level von Sophistication, die halt viele kleine und mittlere Unternehmen schlicht und einfach nicht haben. Und ich würde auch durchaus sagen, einfach nicht haben müssen am Anfang. Ja, weil wenn man sich halt anschaut, 70% aller Angriffe sind irgendwo durch schlecht geschützte Credentials irgendwie verursacht worden. Und da hängen dann wiederum 90% hängt dann eine Phishing-Attacke davor. Das heißt also, man kann in den ersten beiden Stufen schon mal sagen, ordentliche Mitarbeiterschulung, sauber eingestellten Spam-Filter, eine entsprechende Kontrolle, was quasi passiert, wenn man auf Links klickt und dann nach außen halt irgendwelche Informationen gegeben werden oder halt entsprechende Payload nachgeladen werden sollen, könnte schon mal in der ersten Stufe helfen. Dann in der zweiten Stufe kann man dann genauso sehen, was halt eine entsprechende Investment in eine Multi-Factor Authentification, in eine ordentliche Passwort-Policy, in ein regelmäßiges Screenen nachgelegten Passwort dann an Basic-Sicherheit gegeben hätte. Was aber schon wichtig ist, ich denke, das ist ein Fehler, den gerade kleine und mittlere Unternehmen häufig erliegen, ist dann halt in punktuelle Lösungen zu investieren. Ich glaube, Markus hat das ja eben auch schon so schön persifliert. Macht das mit uns und dann funktioniert das schon. Oder hier ist die PowerPoint-Präsentation. Und wenn ihr jetzt euer Identity and Access Management System fixt, dann ist alles gut. Und hier, wie gesagt, der Wolf Richter von McKinsey hat ja auch gesagt, Identity and Access Management ist schon mal 70% der Miete. Aber das ist halt immer der Klassiker. Die gut gesicherte Tür, wenn daneben das Fenster offen ist, hilft halt nicht. Ne? Sorry dafür, dass es so platt ist, aber so häufig ist es dann ja. Ne? Dann hat man halt quasi seine IT-Domain, hat man das Identity and Access System über den entsprechenden Windows Access dann geschützt, aber hat halt vergessen, dass draußen in der Produktionsstraße halt noch die ganzen Embedded-Systeme mit Passwort 123 und Default-User eingestellt sind. Ne? Oder man hat dann halt das Identity and Access Management System einigermaßen sauber, hat aber halt seine Netzwerkkomponenten nicht richtig gesichert und auf die Weise frisst sich dann halt ein Wurm entsprechend durch das Netzwerk. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn, was ich gerade jetzt kleinen und mittleren Unternehmen empfehlen würde, ist einmal so ein 360-Grad-Blick durch ein entsprechendes Vulnerability Assessment von außen zu machen, um einfach zu gucken, wie kann ein mittelmäßig geschulter Angreifer mit begrenztem Aufwand in das Netzwerk reinkommen, weil das hat Linus Neumann ja auch gerade schon gesagt, das ist ja letztendlich eine Form der Bereicherung oder der Versuch, sich zu bereichern unter Inkaufnahme des Schadens in dem Unternehmen, und das machen natürlich auch gewerbsmäßig danach, wo ist der Weg des geringsten Widerstandes. Da muss man erstmal schauen, dass man wirklich diesen mittleren Schutz, dass man den einfach mal hat, dass man quasi von außen nicht wie ein verwundbares Unternehmen ausschaut und dass man halt einfach auch schaut, bin ich denn in der Breite erstmal auf dem Basisschutz, versus in einzelnen Bereichen mich dann komplett zu vertiefen und dann halt in Kauf zu nehmen, dass die Angreifer dann entsprechend durch die nicht gesicherte Kellertreppe bei mir einsteigen. Ich möchte vielleicht noch einmal auf die erste Frage referenzieren, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt auch mal im Verständnis, zu sagen, Technologie und IT-Security ist auch ein Business Value in Zukunft. Ja? Also gerade in der Produktion, wir haben so schön gesagt, der Linus hat gesagt, ja, dann läuft die Produktion und dann die größte Gefahr ist, dass sie steht. Ja? So, und deswegen müssen wir auch darüber nachdenken als Unternehmen. Ein Security, die sicherstellt, dass unsere Produktion läuft, ist ein Value-Add, der auch, sagen wir mal, meine Daseinsberechtigung in verketteten Supply Chains, ja, Stichwort Automotive und Just-in-Time, auch sicherstellt. Ja. Also ich glaube, das ist mal das Erste. Wir müssen da wegkommen von dem historischen IT ist gleich Cost Center hin zu Technologie ist Value Driver. Und wie wir das auch, was man ganz konkret machen kann, ist, und der Wolf hat es ja schon angesprochen, ich glaube, man kann mal ganz viele Dinge in der Organisation machen mit sehr wenig Investment, sage ich jetzt mal, sondern mit Prozessverständnis, ordentlichen Regeln, ordentlichen Organisationsabläufen und sauberen Mitarbeiterschulung und Mitarbeitersensibilisierung. Ja? Zum Beispiel, dass eine Produktionsanlage kein Handyladegerät ist, nur weil sie einen USB-Hub hat, ist vielleicht auch eine Information, die man mal den Mitarbeitern schon geben kann, und damit hat man schon wieder ein Sicherheitsrisiko ausgeschaltet. Was man natürlich schon auch macht in einem Industrieunternehmen, wenn man dann ein bisschen weiterdenkt, ist neben, sagen wir mal, Credentials, Verhaltenskontrollen
zusammenhängenden Themen ist Themen wie Netzwerksegmentierung. Also ich muss mir dann auch mal irgendwann überlegen, wie baue ich mein Netzwerk auf, in welche Zonen will ich es unterteilen, wie erzeuge ich auch Sichtbarkeit über das, was eigentlich in meinem Netzwerk gerade passiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich muss auch meinen Zugang kontrollieren, virtuell wie auch physisch. Ich sollte auch für eine gute Datenhaltungsstrategie haben, sprich Backups. Und wenn ich die Dinge mal gemacht habe, dann habe ich, glaube ich, schon relativ viel erreicht und dann kann ich noch immer zusätzliche Stufen zünden, wenn das meine Risikoanalyse auch, sagen wir mal, mir nahelegt. Ja. Wir haben auch schon einige Fragen zum Thema OT Security, jetzt hier aus dem Publikum. Ich versuche mal ein, zwei aufzugreifen. In den Medien wird ja häufig über Cyberangriffe berichtet. Aber eigentlich ist es ja so, wenn man sich das anschaut, dann ist es in der Mehrzahl der Fälle, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, sind es eigentlich Angriffe auf die IT, also auf die Enterprise IT und nicht auf die OT. Also auch das Thema Colonial Pipeline, da war OT vielleicht ein Kollateralschaden, wie man das ausdrücken will, aber das war auf jeden Fall kein gezielter Angriff auf die OT, nach allem, was wir heute wissen oder was bekannt ist. Und da ist natürlich sozusagen die Frage vielleicht auch in die Runde, lohnt sich der Aufwand für OT-Security überhaupt? Also, ja, ich würde ich auch sagen. Also nehmen wir diese Colonial Pipeline als Beispiel. Die haben ja trotzdem ihre Pipeline abgeschaltet. Ja, und das war der Schaden, um den sich alle Sorgen gemacht haben. Dass die Angriffe in die IT gehen oder primär dort aufschlagen, liegt an der Angriffsfläche, die bietet. Dass die OT mit in Schaden oder in Mitleidenschaft gezogen wird oder gerade wenn es in den Bereich der Ransomware geht, natürlich attraktives Ziel ist, weil man weiß, das ist hier bei der Betriebsunterbrechung kostentreibend, zeigt sich ja. Zumal, was die meisten Unternehmen sich ja irgendwie vorstellen, die machen dann ihre OT und sagen, ja, ist aber jetzt hier eine Firewall, whoop-di-doo, zur IT und damit ist jetzt alles sicher. Und das lernen sie dann eben auch, dass das so nicht läuft. Insofern denke ich nicht, dass man das so trennen kann. Was man unterscheiden muss, was sind die Risiken, was sind die Motivationen, die es da draußen für Angriffe gibt und wie bin ich für diese Szenarien, so sie meine Interessen bedrohen, aufgestellt. Und da kann ich ja nicht sagen, ja, OT kümmern wir uns nicht drum. Ja, also ganz genau. Also ich muss mir überlegen, was sind jetzt eigentlich, so schön gesagt, die Angriffsvektoren, die es eigentlich gibt. Ja? Und die können dann in der IT-Landschaft oder in der physischen Landschaft, in der OT, in der IT sein oder in der bidirektionalen Welt zwischen beiden. Ich glaube, wenn ich darüber schon mal eine gute Klarheit habe und entsprechende Maßnahmen treffe, dann ist es auf alle Fälle auch wirklich was wert. Ja. Also für mich ist ja Cybersicherheit oder auch OT-Sicherheit nicht nur eine Frage der Schwachstelle und wie der Angreifer da reingekommen ist, sondern das ist ja ein gesamtes Lifecycle-Konzept. Ne? Und letztendlich gehört ja zu einem Sicherheitskonzept auch die Frage, wie gehe ich damit um, wenn eine bestimmte Maschine steht. Und dann ist mir egal, ob die Maschine ein Windows-Server oder halt meine Standsmaschine ist oder meine Abpackmaschine, auch wenn sie vielleicht wieder auf einem Windows-Server oder auf einem Windows-CE-Produkt läuft. Aber letztendlich muss ich ja doch über die einzelnen Funktionalitäten nachdenken. Und ich muss halt Funktionalität für Funktionalität, Komponente für Komponente darüber nachdenken. Nicht nur, ist die Schwachstelle jetzt eine IT- oder eine OT-Schwachstelle, sondern ich muss darüber nachdenken, wie gehe ich ganz konkret im Sinne von der Business-Kontinuität, im Sinne von der Business-Resilienz damit um, dass eine bestimmte Komponente gestört ist. Muss ich abschalten? Wie verhindere ich, dass der Schaden weitergeht? Also weiter Fresserschäden, genauso, Janis, wie du es ja eben beschrieben hast, auch wenn OT dann meinetwegen Weiterfresserschaden von der IT ist, das geht ja noch entlang meiner Produktionsstraße entsprechend weiter. Also was bedeutet das für meine Supply Chain in beide Richtungen? Und vor allen Dingen muss ich dann verstehen, was ist das Minimum, das ich halt irgendwie am Leben erhalten muss, um weiter produzieren zu können, um weiter lieferfähig zu sein. Ab wann kann das vielleicht sogar Auswirkungen auf meine Liquidität haben? Das sind ja alles dann so verkettete Prozesse, die halt Schritt für Schritt irgendwann in Gang kommen und die halt viele Unternehmen halt erst dann entdecken, wenn es dann zu weit ist oder zu spät ist. Deswegen kann ich halt an der Stelle nur sagen, Konzepte nicht nur erstmal entwickeln, Konzepte ganzheitlich entlang des Lifecycles halt entwickeln, dann auch ausprobieren, ja, und halt wirklich das mal durchzusimulieren und halt genau zu überlegen, was passiert denn, wenn meine Produktionsstraße für einen Tag steht, was passiert, wenn es für eine Woche steht,
wo brauche ich dann sonst noch entsprechende Konzepte, um damit umgehen zu können. Sag mal, bei den beim Thema Produktionsstraßen und Produktionsanlagen, das kam jetzt ja auch ein paar Mal. Wie seht ihr denn das ganze Thema Verantwortung der Hersteller? Haben die das Thema schon aus eurer Sicht auf dem Schirm, die Verantwortung erkannt, Herausforderungen erkannt? Seht ihr da auch Fortschritte in der Resilienz? Wie ist da eure Sicht so drauf? Also ich denke mal, man bemerkt schon, dass das zunehmend auch ein Thema bei den Herstellern wird, ja, sei es entweder bei Neubeschaffung oder auch, wenn es darum geht, abzugraden. Ja. Das ist natürlich nicht überall gleich gut ausgeprägt. Ist für uns auch sicher immer wieder ein Thema, gerade bei Neubeschaffung, dass das auch ein Auswahlkriterium ist, natürlich zu sagen, okay, wie dieser Punkt Security generell auch von einem potenziellen Lieferanten gehandhabt und im Spezifischen auch für die Anlage, die zu beschaffen ist. Und Linus, hast du eine Meinung dazu, zu dem Thema Gesetzgebung? Beim Thema, also Gesetzgebung hinsichtlich Cybersecurity und vielleicht sogar, weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast, oder mit dem Fokus oder mit dem Aspekt OT, IoT Security. Gesetzgebung ist natürlich ein sehr weites Feld. Wir haben eine Situation, in der wir alle feststellen, es gibt einen Missstand in der IT-Sicherheit, ja, oder in der IT oder sogar in der digitalen Gesellschaft. Es gibt eine ganze Reihe an Probleme. Es gibt irgendwie jeden Tag irgendeinen Hack. Gerade letzte, was ich noch gelesen habe, war irgendwas bei Klarna, was jetzt gerade wieder die Leute beschäftigt. Also es wird am laufenden Band, wird irgendwo gehackt, und ich würde zunächst einmal unabhängig von Produktionen oder sowas die These vertreten, dass in der Regel die Leidtragenden die Bürgerinnen sind, deren Daten irgendwo geleakt werden oder die dadurch irgendwelche Ärgernisse erfahren oder deren Passwörter in irgendwelchen Sammlungen landen. Und dass wir vielleicht mit der Datenschutzgrundverordnung irgendwie versucht haben, dem ein bisschen zu begegnen, dass die Unternehmen sich mehr um die Daten ihrer Nutzerinnen kümmern. Okay, jetzt geht es darum, bei den sogenannten Cyberangriffen müssen die Unternehmen ja sich erstmal davor schützen, was ihnen selber an Schaden passiert. Und da könnte man natürlich auch sagen, ja, dann seht doch halt zu, ne? Wenn ihr euch da nicht vorbereiten wollt, dann kriegt da eben den Schaden, ist auch in Ordnung. Jetzt kommen die Versicherer auf den Plan und sagen, ja, wir würden euch gerne versichern, aber wir haben natürlich bestimmte Anforderungen. Ja, wir setzen bestimmte Dinge voraus, damit wir Versicherungsschutz vor bestimmten Risikoszenarien bieten. Und ich finde diese grundsätzliche gesellschaftliche Rolle, die Versicherer da spielen könnten, erstmal positiv. Nämlich dafür zu sorgen, dass zum Beispiel so ein KMU, das vielleicht sich keine teure IT-Security-Beratung leisten kann, in den Genuss kommt, auf ein akzeptables Grundniveau von IT-Sicherheit zu kommen, zumindest ein solches, wo ein Versicherer sagt, alles klar, das kann ich, oder eine Underwriterin sagt, kann ich unterschreiben, ohne dass mir das um die Ohren fliegt. Gleichzeitig ist das natürlich schon skurril, dass ich im Prinzip als Unternehmen oder als Bürgerin nichts kaufen kann, ohne dass ich irgendwie Rückgaberechte und Haftungen und Sonstiges habe, außer im Bereich der Software. Ja, also und Drogen auf der Straße, ne? Aber sonst gibt es immer Rückgaberecht und Herstellerhaftung. Und dass wir das im Softwarebereich so viele Jahrzehnte nicht hatten, ist natürlich auch Teil des Problems, das wir jetzt haben. Da denke ich schon, dass man hier regulatorisch eher eingreifen kann, als den Unternehmen allerlei Papierorganisationen aufzubürden und sie gesetzlich dazu zu zwingen, irgendwelche Konzepte zu schreiben, die sie dann am Ende eh nicht einhalten und die sie sich vorher selber geschrieben haben. Ja, vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Vorgaben auch. Auch mit dem Hinblick auf IoT, weil IoT heißt ja, klar, das ganze Thema irgendwie smarte Lautsprecher, semi-smarte Kühlschränke und solche Sachen. Aber auch gerade bei uns geht es ja irgendwie um ganz konkrete so Sachen wie Betriebsdatenerfassung, Condition Monitoring in Fabriken, Optimierung von Qualität und Logistik. Es geht um irgendwie Fernwartungslösungen, damit der Techniker nicht mehr anreisen muss und sowas. Und wir hören eigentlich ähnlich auch, wie du das gerade geschildert hast aus dem Consumer-Bereich, Linus, schon zum Teil die Kritik, okay, Betreiber würden eigentlich zu sorglos
Schwächen oder Schwachstellen in der Software und elektronischen Systemen akzeptieren und damit auch nicht genügend Druck ausüben auf die Hersteller von solchen Geräten oder von Maschinenanlagen. Und wie ist denn da eure Sichtweise drauf? Das klingt ein bisschen auch nach einer verkürzten Argumentation, weil es so ein bisschen, also mal provokativ, so ein bisschen Beweislastumkehr ist, wenn ich sage, ja, okay, der Anwender, Schrägstrich Betreiber, der macht ja keinen Druck, also ist ja alles gut. Da sage ich jetzt mal, ich würde ja nicht unterstellen, dass der Betreiber meine Software analysieren muss, ja, weil da müsste ich ihm ja auch den Quellcode zur Verfügung stellen. Also es ist erstmal aufs erste Hinhören eher eine befremdliche Argumentation. Ja. Also wenn man sagt, wenn ich als Herstellerin jetzt sage, ja, hier die Betreiber, die verlangen ja gar keine IT-Sicherheit von mir, würde ich eher sagen, nee, die setzen das voraus. Die gehen natürlich davon aus, dass das, was sie da kaufen, sicher ist und sie können es nicht beurteilen. Deswegen fragen sie da gar nicht nach. Ja? Ich erwarte einfach, dass in dem Auto Anschnallgurte sind, um jetzt endlich in einer Cyberdiskussion nach wenigen Minuten auch den ersten StVO-Vergleich zu bringen und Straßenverkehrvergleich zu bringen. Aber ich denke eigentlich überhaupt, dass man davon ausgeht, dass diese IT muss sicher sein, noch so ein Extra-Feature ist, was jemand noch dazu bestellen muss. Das zeigt ja schon, wie verrückt das hier eigentlich ist. Ne? Das würde ich ja bei anderen, wenn ich ein Fahrrad kaufe, würde ich ja auch erwarten, dass das Rad dran bleibt und muss nicht nochmal sagen, ach so, Sie wollten ein Rad haben, wollten ein Fahrrad haben, wo das Vorderrad dran bleibt oder eins mit Bremsen. Ne? Also bestimmtes Basisniveau an IT-Sicherheit setzen die Kunden wahrscheinlich einfach voraus, ohne es nochmal explizit verlangen zu müssen oder zu wissen, dass sie gebeten werden, das nochmal extra zu verlangen. Sag mal, Linus, oder vielleicht auch Wolf, Markus, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, also ich glaube, Linus, da bist du der Spezialist für. Würdest du sagen, das hilft mittelständischen Unternehmen eher oder wie ist so deine Sicht darauf? Also, was sich im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ja gezeigt hat, ist eigentlich ein Unwillen, da jetzt einfach mal wirklich durchzugreifen. Wir hätten ja durchaus Möglichkeiten, Markteintrittsvoraussetzungen zu schaffen. Wir hätten die Möglichkeiten zu sagen, okay, wir setzen schon mal so eine Herstellerhaftung mit ein. Wir setzen einen Update-Zwang mit an. Stattdessen gibt es jetzt irgendwie so freiwillige Kennzeichen. Ja? Und das heißt, IT-Sicherheit wird dann weiterhin ein Extramerkmal sein, wo man sagen kann, ich kaufe das Produkt mit dem Häkchen oder ich kaufe es nicht. Und dass die meisten Menschen dann eben das Produkt ohne das Häkchen kaufen, heißt eben auch demzufolge, dass sich die Gesamtsituation nicht nennenswert ändern wird. Wenn ich als Berater in Unternehmen gehe, ist ja eigentlich mein Ziel oder überhaupt jede Veränderung, die ich herbeiführen möchte, auch in der Gesellschaft, die soll ja kristallin werden, die soll ja in irgendeiner Form bleiben. Und das geht natürlich, also wenn IT-Sicherheit ein Marktvorteil wäre, dann hätte sie sich jetzt inzwischen schon längst durchgesetzt bei so vielen Jahren der Digitalisierung. Da das nicht der Fall ist, muss man sich offenbar darüber Gedanken machen, wie sie erzwungen werden kann, weil freiwillig mit Aufpreis setzt sie sich vielleicht für einige wenige durch, aber nicht für die gesamte Gesellschaft. Ja, ein weiterer Aspekt, auf den ich gerne noch mal eingehen wollte, ist ja das Thema der Fachkräfte und des Fachkräftemangels. Ja, man kann ja auch als Politik oder auch im Marktumfeld jetzt Regularien diskutieren, die bestimmte Sicherheitsniveaus vorschreiben, sowohl auf der Anbieter- als auch auf der Betreiberseite. Solange wir nicht in der Lage sind, als Gesellschaft, und hier sage ich bewusst als Gesamtgesellschaft, quasi den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen und sicherzustellen, dass sowohl die Anbieter als auch die Hersteller, die Betreiber, die Privatpersonen, die gerne in der Lage sind, auch ihre Software und ihre Daten besser zu schützen, enabled sind, das auch zu tun, werden wir da immer eine theoretische Diskussion haben. Und ich denke, hier ist sowohl die Politik, aber auch die Wirtschaft gefordert, zu einem Konsens zu kommen, Konzepte zu entwickeln, wie man halt das Upskilling sowohl der Fachkräfte, aber halt auch der einfachen Mitarbeiter oder in Anführungszeichen einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eigentlich nur Nutzer sind, vorantreibt, um halt sicherzustellen, dass wir gemeinschaftlich verstehen, mit diesen unsicheren Technologien, die auch in absehbarer Zeit unsicher und verletzbar bleiben werden, verantwortlich umzugehen und die entsprechenden Konzepte zu entwickeln. Markus, du hast ja die Aufgabe, Digitalisierung sozusagen im Unternehmen und auch speziell in der Fertigung voranzutreiben. Und
Wie schaffst du es denn da, die Balance zu finden, auch zwischen Digitalisierung und IT-Sicherheit? Und gibt es vielleicht auch Anforderungen, die du an Lieferanten oder externe Partner stellst oder wo ihr gerade drüber nachdenkt, zu formalisieren? Also für uns ist das Thema schon von sehr hoher Priorität und wir machen das eigentlich erstens versuchen wir schon einen Plattformgedanken mal zu installieren bei uns und auch Plattformlösungen. Ja. Das heißt, zwar keine monolithischen Lösungen mehr, aber schon gute Plattformen und gute Architekturen, die ein gewisses Maß an, sagen wir mal, Standardisierung bieten. Ja. Und dabei ist für uns auch das Thema Security, auch mit unserer IT-Security-Abteilung und OT-Security-Abteilung, in jeder neuen Technologie, die wir auswählen und bewerten, ein zentraler Punkt. Also bei uns ist es wirklich auch in den Prozessen und in den Systemen als Kernelement auch hinterlegt. Ja. Und wie es der Linus vorher gesagt hat, vielleicht ist es in einigen Bereichen tatsächlich so, dass Sicherheit weniger Value hat. Für uns ist es schon Value. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch, je größer das Unternehmen ist, desto stärker wird dann der Aspekt auch. Aber erstens, wir haben das da wirklich organisatorisch hinterlegt in der Auswahl unserer Technologien. Auch wenn es darum geht, Lieferanten bei neuen Anlagen auszuwählen, da ist das schon für uns ein großes Thema. Das ist das eine. Und das andere ist auch regelmäßig die Organisationsstruktur dahingehend auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, okay, haben wir noch alle Aufgaben auf dem Radar? Wo liegen sie? Wer hat es zu tun? Wie laufen auch die Kommunikations- und ich sage mal im Inzidenzfall die Meldeketten und wie kann man dann da auch zum Beispiel ein Business Continuity Management effektiv umsetzen? Okay, wenn ihr mich manchmal schmunzeln seht, dann liegt es nicht nur an euren Antworten, sondern auch daran, dass ich zwischendurch dann die Kommentare und Fragen sehe, die mir dazu gespielt werden. Da gab es beispielsweise einen Teilnehmer, der geschrieben hat, bitte nicht die Politik. Politiker haben 0,0 IT-Kompetenz. Aber es gibt auch eine Frage dazu, nämlich braucht man vielleicht oder wäre es wünschenswert, eine europäische Cyber Defense Agency oder sowas Ähnliches zu haben, die eben insbesondere mittelständische Unternehmen unterstützt. Vielleicht Linus erstmal von deiner Seite und dann Markus und Wolf gerne auch noch kommentieren. Also erstmal anschließend an Markus, natürlich, es ist so, die größeren Unternehmen, die kriegen das von alleine hin oder die müssen es von alleine hinkriegen. Ja? Da gibt es den Fachkräftemangel, das regelt dann schon der Markt. Ja? Dann wird eben eine Zeit lang mehr bezahlt, bis genug Leute in dem Bereich eine Ausbildung haben. Ich habe mit großen Unternehmen grundsätzlich nur wenig Mitleid. Die sind groß genug, um sich die Dinge zu leisten. Für die kleinen mittelständischen Unternehmen ist es natürlich anders. Da wird es irgendwann natürlich auch zu einer Frage, eine saubere, ja, einen fruchtbaren Nährboden bereitzuhalten, dass überhaupt ein kleines Unternehmen noch sicher agieren kann, etwas aufbauen kann. Und da sind im Moment die gesamtgesellschaftlichen Ressourcen eben nicht günstig verteilt. Ja, weil selbst große Unternehmen müssen viel Geld für IT-Sicherheit extra ausgeben. Kleine Unternehmen müssten das auch und für die bleibt irgendwann gar nichts mehr übrig, was sie da bekommen können. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wie man regulatorisch darauf hinwirken könnte, dass denen geliefert wird. Und ich denke, das wäre aber hauptsächlich eher durch klassische Mechanismen der Haftung oder eben von Mindestanforderungen für den Markteintritt möglich, als jetzt zu sagen, uiuiui, wir machen jetzt irgendwie ein riesiges BSI und versuchen jedem KMU irgendwie eine individuelle Beratung zukommen zu lassen. Und da sehe ich leider, also regulatorisch durchaus Möglichkeiten, die man nutzen könnte. Müsste man auch auf EU-Ebene tatsächlich, insbesondere wenn es um Markteintrittsbarrieren geht, wegen des europäischen Binnenmarktes. Ich sehe aber eben auch, dass im Moment, und das ist jetzt ja auch keine Sympathiebranche, aber die Versicherer da am ehesten die treibende Kraft sind, Notwendigkeiten beizubringen. Ja, ich glaube, das müsste sich tatsächlich, wenn man von so einer Agency spricht, müsste man sich tatsächlich dann im Detail ansehen, was wäre dann da wirklich in dem Scope genau drin.
Ich glaube, über Regulatoren, so wie es der Linus gesagt hat, ist sicher gerade das Thema Haftung. Ja. Wie komme ich dazu, dass ich auch als Anwender mir sicher sein kann, dass von meinem Fahrrad nicht die Räder abfallen? Das wäre sicher ein Punkt, wo alle Kunden davon profitieren würden. Ja. Aber wenn ich euch fragen darf, vielleicht einmal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, aus eurer Praxis wirklich. Was sind denn wirklich so aus eurer Sicht Maßnahmen, besonders die auch in mittelständischen produzierenden Betrieben umsetzbar sind, die aus eurer Erfahrung wenig kosten, aber echt ein hoher Zuwachs an Sicherheit bedeuten? Ja, also ich würde im Prinzip drei Punkte nennen. Testen, lernen, üben. Ja, also testen immer wieder von außen mithilfe von Boutiquen quasi die Penetrationstests, Vulnerability Scans machen, weil das ist im Prinzip genau das, was halt auch die böswilligen Hacker jeden Tag mit den Unternehmen machen. Also diejenigen, die halt selbst ein Security Operating Center oder ein Monitoring-System treiben, sehen ja jeden Tag die Massen von Anfragen, die da von außen aus unterschiedlichen IP-Netzwerken kommen, die ganz klar nicht darauf gerichtet sind, den Produktkatalog und die Homepage von dem Unternehmen abzurufen. Deswegen immer wieder quasi selbst in Frage stellen, von außen testen. Dann das zweite, lernen, also sprich in die Organisation investieren. Gerade jetzt die Digitalisierungskampagnen, solche Themen, wie Markus du gerade treibst, auch dafür zu nutzen, quasi nicht nur die digitale Literacy, sondern auch die Security Literacy der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu befördern und das halt auch als bewussten Schwerpunkt über alle Ebenen hinweg zu machen. Was wir sehr häufig sehen, ist, dass zum Teil ja auch bis hoch auf führende Management- und Vorstandsebene das Thema halt zwar auf der Agenda steht, aber man sich halt nie die Zeit genommen hat, gemeinsam mal darüber zu reden, was bedeutet das eigentlich oder sich auch gemeinsam mal qualifizieren zu lassen. Ja, wirklich sich in die Augen zu schauen, zu sagen, eigentlich haben wir das Thema nicht verstanden. Wir nehmen uns jetzt als Vorstand bewusst mal einen halben Tag unserer nächsten Vorstandsklausur und beschäftigen uns mit dem Thema, lernen darüber. Und dann das dritte halt einfach ausprobieren. Wirklich Krisennotfallsimulationsübungen machen. Das wirkt vielleicht beim ersten Mal so ein bisschen wie die freiwillige Feuerwehrübung. Aber gut, ich meine, man überprüft ja regelmäßig die Feueralarme bei sich im Unternehmen und übt dann halt einmal pro Jahr die Evakuation. Genauso muss man halt entsprechend auch den Krisennotfall da einmal durchprobieren. Und wenn es halt nur auf dem Papier ist, das allein hilft schon. Das Ultimative, was kein Geld kostet, ist natürlich, wenn ich gerade ein kleineres und mittelständisches Unternehmen bin, so die Grundregeln und die Grundsensibilisierung im Team und im Unternehmen habe, bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ja, also, dass ein Passwort nicht 1, 2, 3 oder Passwort heißt, oder wie gesagt, dass man an eine Produktionsmaschine nicht sein Handy ransteckt, oder dass man vielleicht auch, was das Thema Phishing, ja, also eine der häufigsten Einfallstüren betrifft, auch da kann man gezielte Schulungen und auch Tests machen und auch Sensibilisierungsaktionen, um da wirklich darauf hinzuweisen, hey, guck mal, das E-Mail war jetzt richtig gut gemacht. Das sind die Dinge, auf die du achten musst. Ja? Also da muss man ja schon heute auch als geübter Anwender öfters mal zweimal hingucken, um das zu erkennen. Ja? Und ich glaube, da kann man mit wenig Geld viel erreichen. Und Linus, wie siehst du das Thema? Was könnte man gut machen, was kostet wenig, bringt aber viel, auf gut Deutsch gesagt? Also erstmal kann ich mich den beiden Vorrednern nur anschließen. Das, was ich denke, was tatsächlich so am meisten etwas bringt, ist so das erste Security Review. Denn wenn man sich das vernünftig anschaut und da gut beraten wird, dann ist ja jedes Finding einfach mal nur ein Symptom. Und dieses Symptom hat eine Root Cause, eine Grundursache und wird für diese quasi gesehen und interpretiert. Und wenn man da gut beraten wird, werden ja einfach sinnvolle Schlüsse daraus gezogen, so das und das ist schiefgelaufen, warum eigentlich? Ja, was müssen wir in der Organisation ändern, was können wir daraus lernen? Und wenn man das dann auch umsetzt, was jetzt nicht unbedingt alle Kunden immer machen, dann hat man mit relativ wenigen Tagen Review schon mal so eine Roadmap für ein Jahr zusammengestellt, wie man sich von der Organisation her sehr viel besser aufstellt. Das betrifft zum Beispiel natürlich auch diese ganzen Social Engineering-Szenarien. Klar, ist ein Riesenproblem, ist das größte Problem, ist das erste Einfallstor. Ich habe da vor 2 Jahren oder 1 Jahr mal so einen Vortrag darüber gehalten, dass ich denke,
es geht natürlich auch darum, was will das Unternehmen eigentlich tun? Wir haben die IT ja nicht, weil wir eine IT haben wollen, sondern wir haben die IT als Werkzeug und wir haben Ziele, die wir erreichen wollen. Und ich plädiere eigentlich immer ein bisschen dafür zu sagen, okay, wie können wir das, was wir machen, abbilden und dabei die Social Engineering Anfälligkeit verringern. Denn was tatsächlich passiert beim Social Engineering in der Situation, denkt man nicht darüber nach. Und wenn wir den Leuten beibringen, wie man eine Phishing-E-Mail erkennt, die beantworten, keine Ahnung, irgendwie 80, 100 E-Mails am Tag. Und es reicht ein einziges Mal, dass sie einen Fehler machen und die Angreiferin hat so viele Versuche, wie sie will, kann man sich eben überlegen, schaffen wir vielleicht für die große Angriffsfläche, die wir da haben, beispielsweise Bewerbungen, schaffen wir da für diese spezifische Angriffsfläche einen sicheren Weg, das abzubilden, um vielleicht ein Risiko in diesem Bereich viel stärker zu verringern oder eben auch dauerhaft zu eliminieren. Und das ist genau die individuelle Überlegung, die dann jedes Unternehmen machen muss und die natürlich auch davon geleitet ist, was dieses Unternehmen für Ziele hat, wo man eben auch nichts mehr von der Stange kaufen kann. Da habe ich manchmal den Eindruck, also man findet nie mehr als beim ersten Security Review. Insofern würde ich schätzen, in dem Moment kriegt man jetzt von jemandem, der oder die draufschaut, das Beste raus. Ne? Das bringt mich noch auf eine andere gute Idee, Peer-to-Peer-Phishing-Kampagne. Also Phishing-Kampagne ist natürlich, wenn man sagt, erstmal, man eliminiert unnötige E-Mail, klar, freuen wir uns, glaube ich, alle wegen der höheren Produktivität und ertrinkt nicht mehr in E-Mails. Aber der zweite Schritt ist dann ja, regelmäßige Phishing-E-Mails zu schreiben. Und da ist halt die Erfahrung, wenn man das mit einem klassischen externen Provider macht, das funktioniert meist mäßig gut, weil das ist dann halt schon eine andere Sprache oder man erkennt die sofort. Was allerdings ziemlich cool ist, wenn man halt intern im Unternehmen einen Preis auslobt für die Phishing-E-Mail mit den meisten Hits und dann quasi Mitarbeiter bittet, Phishing-E-Mails zu schreiben, die dann über einen Service reinzuschicken. Da lernt man nämlich auch wahnsinnig viel darüber, was im Unternehmen gelesen wird. Also was im Unternehmen wirklich quasi eine Aufreger ist, welche Unternehmens-E-Mails einfach auch ignoriert werden, worauf Leute wirklich klicken. Also auch psychologisch ist das unfassbar spannend zu sehen, was da für Ideen wirklich bottom-up dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geliefert werden. Von das kann ich auch nur als Maßnahme empfehlen. Finde ich eine Top-Idee, vor allem, dass wenn die Mitarbeiter selber mal anfangen, wie Angreifer zu denken, das ist ja der wichtigste Schritt überhaupt bei Überlegungen der IT-Sicherheit. Also finde ich eine sehr schöne Idee. Und habt ihr auch eine Frage aus dem Publikum? Habt ihr noch vielleicht, ich weiß, pauschale Sagen sind immer schwierig oder sowas, aber eine technische Maßnahme, die euch besonders gut gefällt, auch in dem Zusammenhang? Alles, was man aus dem Browser rausholt, ist wahrscheinlich ein Sicherheitszugewinn. Alles, was man mit Zwei-Faktor-Authentifizierung versorgt, ist ein Zugewinn. Passwortlänge erhöhen und dafür den regelmäßigen Wechsel abschalten. Alles so technische Maßnahmen, die die Umgebung, in der sich die Nutzerin befindet, weniger fehleranfällig im Bereich der IT-Sicherheit machen oder auch die bei Fehlern weniger Konsequenzen mit sich führen. Wir kommen ja so langsam zum Ende der Veranstaltung und vielleicht sozusagen, wenn ihr an alle IT-Leiter oder CIOs oder auch Geschäftsführer von Unternehmen eine E-Mail schicken könntet oder eine Botschaft aussenden könntet, was wären denn so die wesentlichen Kernbotschaften oder was wären so 3 Dinge, die ihr gerne mitgeben würdet? Wir fangen vielleicht mal einfach von mir aus gesehen links nach rechts. Linus, mit dir an. Ich würde, glaube ich, schreiben, ich bin der Prinz von Samunda und ich habe eine teure Erbschaft und bitte überweisen Sie mir so und so viele Millionen Bitcoin auf folgendes Konto. Das wäre mein erster Versuch, wenn ich eine E-Mail an alle CIOs schreiben dürfte. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass ich diese Lehren, die Wolf gerade auch schon skizziert hat, zu sagen, das Verständnis muss entstehen, dass IT-Sicherheit eben kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Und ein Prozess lässt sich am Ende nur in dem Unternehmen abbilden. Und der muss wiederholt, getestet, gelernt, geübt, geprüft werden. Und wenn man das macht, dann kriegt man es auch in die Kultur. Wer sich in die Situation begibt, IT-Sicherheit immer kaufen zu wollen, wird eben auch ein Leben lang dafür teuer bezahlen. Also ich würde auch in die Kerbe schlagen. Ich würde sagen, oder schreiben, erstens seid achtsam
ja, oder entwickelt Achtsamkeit für dieses Thema, wenn ihr es noch nicht habt. Und guckt, dass ihr auch, wenn vielleicht nur limitierte personelle Ressourcen da sind, aber auch ein gewisses Maß an internen Fähigkeiten dafür aufgebaut wird. Und sag mal, Markus, weil du es auch gerade angesprochen hast, wir haben ja einige Fragen dazu bekommen. Da kann man, glaube ich, ganz gut drauf aufbauen. Das Thema Awareness bei der Geschäftsleitung und damit natürlich verknüpft auch das Thema Budgets für IT-Sicherheit. Wie kann man denn da am besten rangehen? Oder gibt es da vielleicht auch aus deiner Erfahrung einfach gute Herangehensweisen? Ich denke, ich kann sagen, ich bin in der glücklichen Situation, dass bei uns eine relativ gute Awareness da ist für das Thema. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch hier wiederum vielleicht Beispiele zu zeigen und auch Szenarien zu zeigen, die nicht in der Decksprache verhaftet bleiben, sondern wirklich konkrete Business Cases und konkrete Auswirkungen. Ja. Also was passiert, wenn diese Produktionsstraße ausfällt? Wie hoch ist das Risiko, dass das passiert? Und warum ist das so? Und warum ist es dann eigentlich ein guter Return on Invest, wenn ich jetzt hier x Euro für IT-Security oder OT-Security in die Hand nehme? Wolf, was wäre von deiner Seite so? Was wären die Kernbotschaften, die du gerne platzieren würdest? Ja, all of the above, fand die Idee mit dem Prinz von Zamunda ganz gut, wird hoffentlich sicherlich häufiger gelesen als ich bin Partner einer führenden Unternehmensberatung, wir möchten gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich glaube, der für mich wichtigste Punkt ist, den Markus eben noch so ganz am Ende quasi gebracht hat. Ne? Also Cybersecurity ist halt eine Fähigkeit, ohne die man Digitalisierung gar nicht erst anfangen sollte zu denken. Und gleichzeitig ist Cybersecurity aber auch ein Kostenblock und ich sage eine Steuer auf die Digitalisierung, die man mitrechnen muss. Und danach muss ich sein Investment in die Digitalisierung immer noch rechnen. Und zum Teil sehen ja die Digitalisierungs-Business Cases zu gut aus, um wahr zu sein. Und ich denke, die Diskussion, die wir jetzt hier gerade führen, ist ja genau der Tatsache geschuldet, dass halt so eine Digitalisierungsinitiative halt nicht irgendwie einen Return on Investment innerhalb von einem Jahr von 300% hat, sondern dass das halt im besten Fall die Benefits entsprechend steigert, aber man halt auch überlegen muss, was für Risikoelemente, was für potenzielle Kosten man halt noch on top hat, um halt wieder eine vergleichbare betriebliche Stabilität zu bekommen wie in der Vergangenheit. Also lange Rede, kurzer Sinn. Cybersecurity ist die Steuer der Digitalisierung. Wenn man das von vornherein einpreist, ist es gut. Wenn man Steuern hinterzieht, na gut, dann geht es einem halt nicht gut. So ist es im wirklichen Leben auch so wie auch in der virtuellen Welt. Du hast ja mit Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung zu tun, Wolf. Was können denn sozusagen Großunternehmen von eher kleineren lernen im Bereich Cybersecurity oder andersrum auch? Also was bei den großen Unternehmen ein Riesenproblem ist, ist natürlich das Silo-Denken. Das ist das Silo-Denken zwischen der sogenannten Fachseite und der berühmten IT-Organisation, die eigentlich ja beide genau das Gleiche möchten, aber aus irgendwelchen Gründen auch nach 30 Jahren noch nicht in der Lage sind, mit der gleichen Sprache zu sprechen. Das ist jetzt dadurch noch eins schwieriger geworden, dass wir halt im Produktionsumfeld halt die OT als neue Begrifflichkeit, als neue Organisation haben, die da dann zum Teil von der Operations ist, zum Teil halt noch als digitale Ops eine eigene Einheit bildet. Dann hat man am besten noch eine Digitalisierungsorganisation, die quer rüber geht. Dann hat man noch eine Security-Organisation und dann gibt es auch noch relativ interessante Auseinandersetzungen zwischen der physischen Security und zwischen der Cyber Security. Es gibt dann zum Teil in Deutschland auch noch den Unterschied zwischen Informationssecurity oder Informationssicherheit, muss ich sagen, und IT-Security, die ja auch schon jeweils immer qua Selbstdefinition eine unterschiedliche Sprache sprechen müssen. Da haben kleine und mittelständische Unternehmen einen riesen Vorteil. Die können sich den Luxus überhaupt nicht leisten, 7 verschiedene Abteilungen auf das gleiche Thema loszulassen. Umgekehrt, ich glaube, das hat Linus ja in seiner provokanten Art eben schon gesagt, man hat natürlich als großes Unternehmen ganz andere Ressourcen zur Verfügung, um halt wirklich Mitarbeiter auszubilden, um halt einfach zentrale Organisationen wie seine Schulung, seine HR-Organisation zu nutzen, um halt at scale dann auch entsprechend Veränderungen in der Organisation durchzuziehen. Den Luxus haben halt viele kleine Unternehmen nicht. Oder, Janis, um auf deine erste Frage zu kommen, die du mir am Anfang gestellt hattest bezüglich Einkauf. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Einkaufsabteilung mit 70 Einkäuferinnen habe. Da kann ich natürlich auch irgendwie die 10 IT-Einkäufer dann auch auf IT-Sicherheit schulen, versus wenn ich sowieso irgendwie nur einen Einkäufer habe, der sich im Prinzip für alle physischen Sachen und dann einen für alle nicht physischen Dinge habe und den dann auch noch quasi so zu schulen, dass er IT-Sicherheitsdienstleistungen einkauft, ist natürlich eine ganz andere Hürde.
Dann erstmal vielen, vielen herzlichen Dank euch allen und Ihnen allen auch für die Teilnahme und die vielen Fragen. Ich muss erstmal nochmal um Entschuldigung bitten. Es gab jede Menge Fragen, zu denen wir noch nicht gekommen sind. Und wenn ihr einverstanden seid, Linus, Markus und Wolf, dann würden wir die gerne ein bisschen aufteilen und euch im Nachgang dann nochmal vielleicht bei der einen oder anderen bitten, euer Statement dazu aufzunehmen. Ich glaube, ein sehr großes Interesse und vielleicht besteht ja sogar die Möglichkeit, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine ähnliche Veranstaltung auch durchführen. Also Interesse scheint riesig zu sein an sozusagen euren Perspektiven darauf und das freut uns natürlich besonders. Also da nochmal herzlichen Dank für die super spannende Diskussion und wir freuen uns drauf, auch im Nachgang für den weiteren Austausch in Kontakt zu bleiben und wünschen aber jetzt an der Stelle erst nochmal einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend und natürlich weiterhin viel Erfolg euch allen und Ihnen allen. Also, bis dann.